Hallo allerseits und willkommen zu meiner persönlichen Bestenliste mit den 10 schönsten und spaßigsten Modellbausätzen, die ich bisher auf meiner Werkbank hatte. Seitdem ich vor über 20 Jahren mit dem Modellbau angefangen habe, sind mir schon hunderte von Modellbausätzen durch die Hände gegangen. Ein paar davon haben mich zur Verzweiflung gebracht, aber die allermeisten haben mir sehr viel Freude gemacht. Trotzdem gibt es einige Bausätze, die aus der mittlerweile allgemein sehr hohen Qualität der Modelle weiter herausstechen als andere und mir besonders gut in Erinnerung geblieben sind. Hier also meine Liste mit den 10 schönsten Modellbausätzen. Platz 10: Französische Infanterie aus dem Jahr 1916 von ICM im Maßstab 1:35. In Sachen Figuren hat sich ja in den letzten Jahren sehr viel getan, sodass mittlerweile selbst ordinäre Plastikfiguren wie diese hier äußerst ansehnlich sind. ICM geht da noch einen Schritt weiter als andere Hersteller, denn neben den schön gefertigten Bauteilen, die wunderbar detailliert sind und perfekt zusammenpassen, liegt auch noch eine Unmenge an Zubehör bei, mit denen sich weniger gut detaillierte Figuren anderer Hersteller einfach und kostengünstig aufwerten lassen. Von allen Figurensets von ICM, die ich bisher so kenne, hat es mir jedoch die französische Infanterie besonders angetan. Wer also solche Figuren für ein WK1-Diorama sucht, ist mit diesem Set sehr gut beraten. Platz 9: Autoblindo AB40, 41 und 43 von Itellery im Maßstab 1:35. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, was hat ein Itellery-Bausatz in einer Bestenliste zu suchen? Ich gebe zu, dass einige Bausätze von Itellery durchaus nicht den heutigen Ansprüchen entsprechen, aber das ist ja keine allgemeingültige Regel. Mit den Bausätzen der Autoblindo-Reihe macht man jedenfalls nichts falsch und man bekommt ein einfach zu bauendes und schön detailliertes Modell. Die einzige Änderung, die je nach Variante notwendig sein könnte, betrifft die Reifen. Der Zurüstmarkt bietet hier aber reichlich Auswahl. Falls ihr also an einem Modell eines der schönsten Radpanzer mit einer sehr reichen Einsatzgeschichte interessiert seid, dann kann ich euch diese Bausätze sehr ans Herz legen. Platz 8: Zünd-Up KS 750 mit Beiwagen von Lion Roar Great Wall Hobby im Maßstab 1:35. Ich nutze Modelle von Militärmotorrädern sehr gerne als Beiwerk auf meinen Dioramen und habe deshalb schon einige Motorradmodelle gebaut im Lauf der Zeit. Das schönste war jedoch bisher die Zünd-Up KS 750 von Lion Roar. Der Bausatz ist zwar recht teuer, aber man bekommt das Rundum-Sorglos-Paket mit äußerst filigranen Plastikteilen, Fotoetz-Teilen und vorgebogenen Metallspeichen. Der Zusammenbau ist zwar etwas fordernd, aber das Ergebnis entlohnt den Modellbauer für all seine Mühen. Einzig ein paar Kabel und Seilzüge sollten noch ergänzt werden, um ein perfektes Modell zu erhalten. Platz 7: Römische Trireme von Svesda im Maßstab 1:72. Beim Thema Schiffsmodelle, Segelschiffe im Besonderen, da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Glücklicherweise sind die Triremen, wenn es um die Takelage geht, nicht das anspruchsvollste und daher auch für Anfänger wie mich ganz gut geeignet. Im Gefecht wurden die Masten ohnehin umgelegt, sodass man die Schiffe auch gänzlich ohne Masten, Segel und Takelage bauen kann. Svesda bietet von diesem antiken Kriegsschifftyp mehrere Varianten an. Neben der römischen Trireme gibt es auch eine karthagische Trireme und eine griechische Triere, die ich bisher schon fast alle gebaut habe. Die Detaillierung ist sehr schön, der Zusammenbau nicht so kompliziert und man hat auch die Möglichkeit, ein Wasserlinienmodell zu bauen, da die untere Hälfte des Rumpfs ein separates Teil ist. Praktisch ist auch, dass Svesda sehr schöne Figuren anbietet, mit denen man das Schiffdeck auch bevölkern kann. Leider ist der Bausatz nicht mehr so einfach zu bekommen, aber falls ihr an dem Thema Interesse habt und euch der Bausatz unterkommt, dann greift zu. Platz 6: Heinkel He 219 A7 Uhu von Revell im Maßstab 1:32. Auch mit Flugzeugmodellen habe ich oft so meine Probleme, da ich ein eingefleischter Liebhaber von Panzermodellen bin, aber die He 219 von Revell hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Klar, von Revell kann man jetzt halten, was man will, aber auch der größte Kritiker wird zugeben müssen, dass Revell ab und zu einen echt großen Wurf landet.
Der schönste Revell-Bausatz überhaupt ist für mich jedenfalls die He 219 und ich hätte auch durchaus wieder Lust, eine zu bauen. Diesmal aber mit einem Diorama dazu, wenn es irgendwie geht. Platz 5. Miltiades in der Schlacht von Marathon von Medieval Forge Miniatures im Maßstab 75 mm. Im Bereich Zinn- und Resinfiguren hat es in den letzten Jahren eine enorme Steigerung in der Qualität der Bausätze gegeben, weshalb es für mich ein bisschen schwierig war, hier einen absoluten Favorit auszusuchen. Ich habe mich dann nach längerem Überlegen für den griechischen Hopliten von Medieval Forge Miniatures entschieden, weil man neben den äußerst gut detaillierten und schön gefertigten Teilen, die ja so auch andere Hersteller in der Qualität anbieten, auch einige optionale Bauteile bekommt, sodass man die Figur von der Ausstattung her recht leicht seinen Wünschen anpassen kann. Das Einzige, woran eigentlich alle Figurenhersteller noch etwas arbeiten könnten, wären Abziehbilder für die Schilde solcher Figuren, denn die Bemalung ist da oft ein Hindernis für mich. Platz 4. Char 1 bis von Tamiya im Maßstab 1:35. Tamiya genießt ja im Allgemeinen einen recht guten Ruf, auch wenn die Bausätze für den einen oder anderen etwas zu einfach gehalten sind und der Detailgrad nicht immer den höchsten Standards entspricht. Ich gebe zu, dass das auf viele Bausätze von Tamiya zutrifft, aber eben nicht auf alle. Ich persönlich halte den Char 1 bis für den besten Panzerbausatz von Tamiya, denn das Modell lässt sich ohne weiteres direkt aus der Schachtel bauen. Die Ketten sind dabei für mich der größte Knüller, denn die lassen sich einfach ohne Kleber zusammenstecken und bleiben auch beisammen. Man kann also getrost auf teure Zusatzinvestitionen für Zinnketten oder Alurohre verzichten. Schön finde ich außerdem, dass man gestalterisch viele Möglichkeiten hat für das Modell. Die Franzosen haben verschiedenste Tarnschemen für die Fahrzeuge ausprobiert und als Beutefahrzeug war der Char 1 bis auch in den Diensten der Wehrmacht viel genutzt. Platz 3. Schottkai Gimmel von AFV Club im Maßstab 1:35. Den Anfang der Top 3 macht die Centurion-Familie von AFV Club, wovon der Hersteller auch diverse Varianten anbietet. Ich habe mir hier stellvertretend den israelischen Schottkai Gimmel ausgesucht. Der Grundbausatz stammt aus dem Jahr 2006, aber das heißt noch lange nicht, dass er zum alten Eisen gehört. Wenn Panzer des Kalten Krieges mein Interessensfokus wären, dann wäre der Bausatz locker auf dem ersten Platz meiner Liste, denn dieses Modell zu bauen ist ein echtes Erlebnis. Die Qualität der Teile ist durchweg gut, der Zusammenbau an sich macht unglaublich viel Spaß und man bekommt viele Goodies mitgeliefert, wie etwa ein Alurohr für die Kanone oder auch Metallfedern, mit denen das Fahrwerk komplett beweglich gebaut werden kann. Die beiliegenden Ketten bestehen zwar aus Gummi, aber man braucht sie dennoch nicht zu ersetzen, weil sie sehr schön detailliert sind und beim Centurion sowieso kein starker Kettendurchhang vorhanden ist. Bisher habe ich 4 Centurion-Varianten von AFV Club gebaut und es werden bestimmt irgendwann mal noch ein 5. oder 6. Modell dazukommen. Kurzum, der Bausatz ist bedenkenlos zu empfehlen. Platz 2. Panzer IIL Lux von Tasca Asuka im Maßstab 1:35. Nachdem ich den Centurion von AFV Club ebenso gelobt habe, werdet ihr euch sicher fragen, kann es denn noch was Besseres geben? Oh ja, nämlich den Panzer IIL von Tasca bzw. Asuka. Dieser Bausatz kombiniert die Detailfülle und verschiedene Bauoptionen der Dragon Smart Kits aus den guten alten Tagen mit dem einfachen Zusammenbau und Design von Tamiya. In Sachen Passgenauigkeit ist der Bausatz für mich nach wie vor unübertroffen. Ich habe den Bausatz bisher schon 2-mal gebaut und ein 3. liegt auch noch im Lager, den ich mir dann eines Tages mal vornehmen werde. Das Fahrwerk kann ohne Aufwand beweglich gebaut werden und nicht einmal die Gummiketten braucht man ersetzen, da sie sehr schön detailliert sind. Ein Alurohr kann nicht schaden, ist aber definitiv kein Muss. Toll finde ich auch, dass es von dem Bausatz mehrere Varianten gibt, denen zusätzliche Spritzlinge mit Teilen für die jeweiligen spezifischen Fettmodifikationen bestimmter Einheiten beiliegen, sodass man am Ende ein sehr authentisches Modell bekommt. Durch den extrem großen Bauspaß und die hohe Detailfülle hat sich der Lux ohne Probleme den 2. Platz auf meiner besten Liste gesichert. Platz 1. Panzerkampfwagen 3 Ausführung J Smart Kit
von Dragon im Maßstab 1:35. Hier also mein heiliger Bausatzgral aus den guten alten Tagen von Dragon, als die Preise noch fair waren und der Hersteller sich noch wirklich Mühe gegeben hat. Mittlerweile hat eigentlich alles bei Dragon stark nachgelassen und andere Hersteller sind mit ihren Neuheiten gerade führend, aber dennoch kommt nach wie vor nicht so richtig an den Panzer IIIJ aus dem Jahr 2007 heran, zumindest in meinen Augen nicht. Immerhin hat Dragon den Bausatz 2020 mit dem gleichen Packungsbild wieder aufgelegt und anscheinend noch ein paar zusätzliche Teile dazugegeben, aber sie verlangen dafür auch einen saftigen Aufpreis. Wer also noch den ursprünglichen Bausatz zu Hause hat, kann sich glücklich schätzen. Auch wenn die Bauanleitung an einigen Stellen sehr stark schwächelt, so hat der Bausatz ansonsten doch alles geboten, wovon ich als Panzer III-Fan immer träume. Die Detaillierung ist rundum perfekt, sogar an Stellen, die später kaum noch einsehbar sind. Alle Luken können offen gebaut werden, das Fahrwerk ist beweglich baubar, es liegen Magic Tracks bei und ja, das Fahrzeug ist einfach korrekt wiedergegeben, ohne dass wir an den Bauteilen noch große Anpassungen vornehmen müssen. Außerdem hat man unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten und der Bausatz erlaubt durch seine Aufteilung zahllose Optionen und Modifikationen. Für mich ist es also der Panzer IIIJ Bausatz schlechthin und der beste Dragon-Bausatz überhaupt. So sehr sich andere Hersteller Mühe geben, so kommt doch nichts davon ganz an diesen alten Standard heran. Ist eigentlich schade. Gut, das war meine persönliche Bestenliste. Wie steht ihr dazu? Welche Bausätze mögt ihr am liebsten? Ich bin gespannt drauf zu hören, was ihr dazu sagt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Euer Hamika Barkas.